Meine lieben Fly-Fans, na, wer von euch hat schon Bock auf FWC 2026? Ja, sagt es doch. Sagt es doch. Ich weiß es. Dieser FWC ist noch nicht mal vorbei und alle warten eigentlich schon nur auf den nächsten FWC. Aber bis dahin ist noch ein bisschen und um richtig gut vorbereitet zu sein, gucken wir uns natürlich von den kommenden Third-Klassen die nächsten Skills an. Force Master hatten wir schon, Seraph hatten wir schon, Mentalist hatten wir schon, Arcanist hatten wir schon, Templar hatten wir schon. Also 5 von 8. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch den Crack-Shooter an, den Slayer und den Harlequin. Also damit wissen wir auch, die heißen natürlich alle so wie von Fly PC. Aber haben natürlich ein bisschen andere Skills teilweise. Wir gucken mal so ein bisschen, was jetzt die nächsten Tage dann jetzt danach auf uns zukommt. Jetzt, wo alle 8 kommenden Klassen ein Skill geshowcased haben, was jetzt als nächstes passiert. Wir haben einen kleinen Hind von Frosty auf jeden Fall, dass ich Stand jetzt glaube, dass wir jetzt noch mehr Skills zu sehen bekommen von denen. Also, dass jetzt vielleicht einfach die nächste Runde an neuen Skills irgendwie durchgeht oder sowas. Bin ich auf jeden Fall auf morgen gespannt, ob morgen irgendwas kommt am Donnerstag. Jetzt gehen wir aber erstmal rein, chronologisch, was gezeigt wurde, ist auf jeden Fall der Crack-Shooter. Ja, schauen wir uns das einmal hier an. Wenn es denn funktioniert, es funktioniert on Pam. Okay, dann können wir uns das hier einfach nochmal im Browser angucken, vielleicht ganz kurz. So, hier haben wir es im Browser. Da sehen wir auf jeden Fall, passiert irgendwie nicht viel, er springt auf jeden Fall hoch. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Animation genau das gleiche ist wie auf der Content Roadmap. Er springt hoch, zieht einen Pfeil. Man kann es halt hier im GIF sehr schwer sehen. Was ich meine ist, hier bei der Content Roadmap sehen wir hier zum Beispiel einmal ein wahrscheinlicher Crack-Shooter mit verbundenen Haaren, der halt hochspringt und so einen Regenbogen-Lichtpfeil zieht. Das war schon so ein kleiner Hint, so, dass hier vielleicht irgendwas in die Richtung an neuen Skills reinkommt für diesen Move. Der könnte es ja schon fast sein, obwohl der halt hier sehr grünlastig ist. Von der ganzen Animation und alles. Jetzt hat das natürlich geskippt, da wo ich nochmal sehen wollte. Wo ich jetzt sagen würde, das passt vielleicht nicht hundertprozentig, weil hier die ganze Zeit irgendeine grüne Aura und ein grüner Glow um ihn herum ist, der jetzt auf den Roadmap nicht zu sehen ist. Vielleicht ist noch ein anderer Skill, vielleicht war das aber auch ein Early, für die Roadmap im Early-Bereich, wo der aufgetreten ist. Also im Early State von der Animation und das Grüne kam dann erst jetzt später dazu. Wer weiß, wer weiß. So, wir machen jetzt aber hier nochmal weiter kurz. Ich bin auch maximal überfordert mit diesen GIFs hier im Discord. Ja, hier sehen wir es jetzt nochmal relativ clean, obwohl es jetzt doch hier schon so ein bisschen bunter aussieht und nicht mehr so grünlastig, um ehrlich zu sein. Also da könnte es ja schon so gegen Ende des Abschusses, könnte das schon echt so hinkommen, ne, mit diesen Grünen. Mit diesen Regenbogen mäßig. Also es könnte der Skill wahrscheinlich sein. So, hier haben wir nochmal ein Close-Up vom Equipment. Bogen, ja, sieht chillig aus. Ich würde sagen, das hat nicht mehr viel mit Behemoth zu tun an dieser Stelle im Vergleich zu anderen, aber mehr mit so einem Devil-Look, was auch die anderen Waffen teilweise haben, der Stuff und sowas alles. Künstlerpause. Vom Kaffee muss genippt werden, Leute. Wichtig und richtig. Das ist auf jeden Fall der Ranger. Ja. Ich schätze mal Useful Skill, gerade für Guild War, weil er auf Distanz natürlich ist. Eventuell sieht er auf jeden Fall nicht so aus, als ob er einen Slow rauf macht, keinen Stun rauf gemacht, aber eventuell irgendeinen Debuff könnte er ja rauf machen. Ja, interessant. So, gehen wir weiter zu wahrscheinlich eines der interessanteren Sachen oder Klassen, und zwar der allseits beliebte Blade. Machen wir gleich im Browser auf. Ja, beim Crack-Shooter konnte man jetzt nicht mehr, die Umgebung war auf jeden Fall wahrscheinlich Behemoth Dungeon. Hier sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus, also wie ein Industriegebiet. Das finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Sieht aus wie bei mir auf Arbeit quasi. Mit so Luftturbinen hier, Luftansaugung. Und hier wirbelt der Blade einen heftigen Tornado durch, was sicherlich eine coole Sache ist, weil die Monster scheinen da erstmal kurz stuck zu sein. Die werden einmal hochgeschmissen. Das ist auf jeden Fall auch cool wieder für Guild War, PvP-Bereich, um Leute erstmal kurz unfähig zu machen, sich irgendwie zu bewegen, zu moven. Scheint nicht direkt ein Stun zu sein, sondern eher so den Effekt von einem Crit-Schaden zu geben, dass einmal hochgeworfen wird. Deswegen ja damals zum Beispiel auch Crit Psy ganz cool war, weil der halt den Charakter immer dazu gezwungen hat, diesen Crit-Flop zu machen.
oder Flip. Und hier scheint es so ewig zu sein. Also kannst du scheinbar in eine Linie erstmal lang schießen und die getroffen werden davon, sind erstmal ganz kurz handlungsunfähig, werden nach oben geworfen. Und einen gewissen Amount of Schaden wird er wahrscheinlich auch austeilen. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Hauptaspekt dieses Skills sein. Wahrscheinlich nicht gegen Bosse einsetzbar, aber halt andere Spieler bzw. halt Monster, um diese kurz unfähig zu machen. Auf jeden Fall cool. Vor allem das Industriegebiet hier und die Umgebung gefällt mir sehr. Hat einen coolen Flair auf jeden Fall. Es passt gut mit den Monstern und so zusammen. Wer kennt nicht diese Monster im Industriezeitalter? Dann haben wir hier den Effekt natürlich nochmal so klar dargestellt. Sieht cool, clean aus, passt zusammen. Ich denke, für einen Blade ist es okay. Ich weiß nicht, wie genau er das macht. So, er schmeißt das sozusagen so raus. Ja, hätte man vielleicht auch so machen können, Warcraft 3 mäßig, wie von den Orks, der Klingenmeister oder so, der sich dann erstmal so kurz dreht und dann den so rausschmeißt. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen stimmiger gewesen, vielleicht, als dass er das einfach so irgendwie macht. Ansonsten hätte es auch zu jeder andere Klasse irgendwo so ein bisschen passen können. Elementor zum Beispiel oder sowas. Oder zum Jester, aber ist okay. Ist okay, ist auf jeden Fall useful, denke ich mal, zum Blade so ein Art Range Attack zu haben. Und jetzt kommen wir rein zur allerbesten Klasse EU West und zwar dem Jester. Und was macht unser Jester? Auf jeden Fall sieht der Jojo erstmal sehr geil aus. Sworte waren okay, da hätte ich mir lieber Äxte gewünscht zum Showcasen. Aber da kommen wir dann auch gleich zu einem kleinen Hint dann von Frosty zu diesem Thema. Und da schmeißt er ja wie so eine Giftbombe. Also das passt eigentlich ganz gut zum Harlequin, ne? So ein Schurkenmäßig, Assassinemäßig da irgendwie so eine Giftbombe hinzuschmeißen. Wahrscheinlich Damage over Time, wenn man drin steht, kriegt man die ganze Zeit Schaden. Man sollte halt rausgehen. Gut für Guild War auf jeden Fall auch wieder. Um eine bestimmte Fläche unbrauchbar zu machen, Leute zu zwingen, sich zu bewegen, sich vielleicht aufzuteilen. Ja, sieht nicht so aus, als ob da ein Slow mit drin ist, irgendwie, weil die Monster laufen auf jeden Fall nicht langsam. Aber wahrscheinlich irgendein Gift, Damage over Time, Tick, also die kriegen hier auf jeden Fall mehrfach Schaden. Das sieht man an der Animation der Monster. Und auch so an sich kennt man, glaube ich, die Umgebung schon langsam. Sieht aber sehr, sehr clean und cool aus auf jeden Fall. Also auch der Jester sieht sehr cool aus, gefällt mir. Wahrscheinlich werde ich dann auch den Jester dann weiterspielen nach FWC, um das schon mal so zu sagen. Hier hatte einer im Discord gefragt, ob man beim Slayer auch die Äxte zeigen kann. Da hat er geschrieben, maybe in another teaser later. Also, vielleicht bekommen wir noch mal einen Teaser dann zum Slayer oder von allen Klassen, wo halt dann der Blade oder Slayer eben 2 Äxte anhat. Und weswegen ich glaube, dass wir noch einen Teaser bekommen. Jemand hat auch geschrieben, how funny would it be if they just posted Teaser 8 and it's another Arcana Skill, sozusagen als Jester Bash, ob man nicht den Jester einfach weglässt und man postet einfach den nächsten Arcana Skill. Da hat er geschrieben, sollte ich oder soll ich, eher gesagt. Also für mich klingt es so, als ob wir auf jeden Fall da scheinbar noch ein paar Skills gezeigt bekommen. Also dass es das jetzt nicht war. Kriegen wir aber auch relativ schnell raus in den nächsten Tagen, was dann so kommt. Was noch vielleicht ganz interessant ist, was ich noch verfolgt hatte, eine Konversation. John hatte gefragt, Indikator when it's about to be cast on the ground. Also es geht hier zum Beispiel jetzt um Beast King Khan. Dass bestimmte Mechaniken, die ein Boss zum Beispiel macht, er macht ja zum Beispiel Beast King Khan ziemlich verschiedene, aber man weiß halt anhand von dem Circuit theoretisch nicht, ist es jetzt ein unterschiedlicher oder so. Man kann es halt nur an der Größe des Circuits erkennen, dass der eine Debuff ist, das andere ist der Attack und der andere ist der Slow und der andere ist das und der andere macht das und das andere ist Fieber und das andere ist hier und so. Und da hat er gefragt, ob sich das vielleicht irgendwie ändern wird, dann zum Beispiel beim neuen Dungeon. Und da hat Frosty dann geantwortet, it's different in the new dungeon because each attack has a completely different animation. The dungeon overall is quite different anyway, you will see pretty soon, actually. Ich denke, damit meint er jetzt nicht, dass wir jetzt das Update sehr schnell, sehr zeitnah bekommen, sondern eher wahrscheinlich irgendeinen Teaser vom Dungeon oder sowas, wo wir dann sehen können, oh cool, da kommt jetzt hier irgendeine Laserwand irgendwie, die drückt einen zusammen oder irgendwie auseinander und irgendwie da und dann kommt hier das und hier und da und hier und so. Und dadurch kann man das dann wahrscheinlich unterschiedlich erkennen, was gerade im Dungeon bzw. beim Bossfight dann passiert, gehe ich mal stark davon aus. Ist auf jeden Fall sehr interessant, Frosty da so ein bisschen, weil er der Einzige ist, für mich ersichtlich jetzt, der da wirklich so nicht unbedingt was durchschauen lässt,
Aber er regt auf jeden Fall ein bisschen dazu an, so ein bisschen nachzudenken, auch sich einfach zu freuen, sich damit auseinanderzusetzen und so. Also ich denke, das ist im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine positive Sache, wenn Devs, GMs oder so da auch ein bisschen mal was, naja, die Leute so ein bisschen mal so sozusagen durchgucken lassen, so auch wenn sie nicht direkt irgendwas jetzt eigentlich confirmen. Aber vor allem mich lädt es auf jeden Fall dazu ein, ein bisschen mehr in einem Video zu erzählen, als nur hier, da, ja, das sind hier die Skills und haut rein, sondern man kann auch so ein bisschen miteinander einfach mal sich austauschen und ein bisschen fachsimpeln, ein bisschen philosophieren, was so kommt und sich auch halt einfach freuen auf ein neues, vielleicht auch gutes Update. Und das war's dann auch schon. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was mich nämlich interessieren würde, ist, welcher von den 8 Teasern, die wir jetzt so bekommen haben, euch am meisten gefällt. Bei mir persönlich würde ich schon fast den Seraph-Skill sagen. Also den finde ich ehrlich gesagt echt ziemlich gut. Gerade wenn der mit Waterbomb funktioniert, wie gesagt, dann Strong AF, wenn man hier so mit Waterbomb noch hier alle extra irgendwie mitnimmt und so zum Collecten, ziemlich geil. Am Ende des Tages ist natürlich immer die Frage, was für Cooldown haben diese Skills, wie skalieren die und. Aber bis jetzt ziemlich cooler Einblick. Ich freue mich auf mehr. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüssi.